Ja, schön, dass ihr wieder einschaltet beim zweiten Teil der Hauler-Serie. Ich mache mal wieder einen kleinen Rückblick zu der ersten Folge. Die erste Folge findet ihr übrigens hier, wenn ihr oben rechts klickt. Ich blende das mal ein. Dort habe ich versucht, den Fehler zu finden. Und zwar hatte ich immer das Problem, dass die Scheibenwischer in einem Bereich gewischt haben, wo sie eigentlich gar nicht wischen sollen. Ich habe deswegen die Scheibenwischerarme gelöst und auch das Gestänge hier vom Motor gelöst und dabei festgestellt, dass der ganze Motor schon wackelt. Der kam mir dann auch entgegengefallen, weil hier die ganze Halterung sich einmal durch Rost und eben auch durch die Korrosion und die Torsion gelöst haben und das ganze Teil inklusive dem Motor abgefallen ist von der Spritzwand. Hier sieht man von innen die Spritzwand, wo noch das Reststück dran ist. Und ich habe dann überlegt, wie ich am besten das verrostete Stück abtrenne und nachbaue und mir quasi eine neue Halterung baue. Und das Ganze ist jetzt auch Teil des zweiten Teils und ihr könnt mich wieder begleiten. Viel Spaß dabei! So, ich fahre jetzt mal die Hebebühne hoch. Die habe ich mir ein bisschen modifiziert. Da sind 4 Befestigungspunkte dran. Und ich habe diese 4 Befestigungspunkte dafür benutzt, um einen weiteren Tisch dort dran zu befestigen. Ja, um die beschädigte Fläche hier abzutrennen, kann man das entweder hier mit so einem Hinkelschleifer machen, mit einer 1 mm Trennscheibe. Da kann man dann hier über die ganze Fläche nach und nach drüber gehen, dass man das ziemlich gerade abschneidet. Man kann auch einen Plasmaschneider nehmen, das ist euch überlassen. Das geht auch gut. Ich werde das jetzt mal hiermit probieren. Der Vorteil ist, der hat so eine Führung. Das heißt, man kann die Führung hier unten draufsetzen. Und es ist zufällig so, dass der, wenn ich die Führung hier unten auf dem Blech laufen lasse, dass der mit der Düse ganz genau an der Linie ist, die ich mir eben angezeichnet habe. Also das heißt, man kommt da ganz genau auf die richtige Höhe und das über den ganzen Umfang. Deswegen nehme ich den jetzt mal und zeige euch das gerade. Ja, beim Plasmaschneider solltet ihr euch auf jeden Fall ein paar Handschuhe anziehen, weil das teilweise doch ganz schön heiße Metallspritzer dann auch gibt. Und auch ein Schutzhelm ist Pflicht für die Augen. Das Ganze ist nicht so hell wie beim Schweißen, aber es gibt da doch ab und zu auch, wenn man damit länger arbeitet, kann man auf jeden Fall Probleme mit den Augen bekommen. So, jetzt schneide ich noch einen neuen Streifen aus, der dann anstelle von dem kaputten Stück dann angesetzt wird. Wird hier auf so einer Tafel geschnitten. So. Das Ganze ist jetzt hier so ein Blechstreifen. So, ich habe jetzt hier den Streifen soweit schon mal vorbereitet und angepasst, damit wir den nachbilden können, hier in Form von dem alten Blech. Das Ganze soll dann ja nachher wieder so sitzen. Und ich werde das jetzt aneinander
zusammenschweißen und dann gucken, dass wir das Ganze auch wieder an der Spritzwand befestigt bekommen. Ja, um die Spritzwand zum Schweißen vorzubereiten, nehme ich hier so einen Gradschleifer und ich werde mal schauen, wie das Blech überhaupt so aussieht dort unten, weil das ist ja schon ganz schön mitgenommen. Jetzt müssen wir da nur mal hinkommen, weil das hier unten ja doch etwas eng ist. Und dann werde ich auf jeden Fall mal hier den ganzen Rost wegschleifen. Und dann gucken, ob man hier ansetzen kann. Ja, und wie man sieht, ist das Blech schon ziemlich hinüber. Deswegen muss ich mir jetzt noch was überlegen, wie ich das entweder nach außen hin anschweiße oder sogar das alte komplett raustrenne. Ja, da das Blech ja ziemlich hinüber ist, wie man hier auch nochmal sieht, werde ich das jetzt mit einer Karosseriesäge raussägen, damit das möglichst nicht so viele Funken macht, auch wegen dem Innenraum. Und deswegen setze ich die jetzt mal hier an. Das Blech ist schon so weich, dass das durch ein paar Mal hin und her biegen dann komplett rausbricht. Allerdings da unten in die Ecke gerade nicht so gut hin. Zumindest auch mit der Kamera nicht. So, das hier ist noch von der alten Halterung. Das war hier gepunktet, wie man sieht. Hier sind Schweißpunkte. Das Blech von der Spritzwand ist nicht mehr wirklich in gutem Zustand. Das werden wir jetzt irgendwie nachbauen. Ja, hier kann man das alte Blech nochmal aus der Nähe auf der Werkbank sehen. Was hier ganz gut zu sehen ist, ist auch, dass die beiden Bleche ja aneinander gepunktet sind und sich wahrscheinlich Feuchtigkeit hier über diesen Spalt in den Falz gesetzt hat und dadurch natürlich die Korrosion hier drin begünstigt hat. Und ja, ich versuche das jetzt so gut es geht nachzubauen und wieder in die Spritzwand einzuschweißen. Ich habe mir jetzt grob ein Blech in der Form vorgeschnitten und zeichne mir jetzt die ungefähre Position hier von dem Loch an. Und wenn ich das Blech dann habe und das Loch da drin ist, dann werde ich das ungefähr auch so abkanten und hier diese Kanten auszusetzen.
So, ich habe jetzt das Loch vorbereitet und jetzt wird das Blech noch entsprechend abgekantet. Hier mache ich mir jetzt Markierungen, weil da das Blech hier eine Kante hat. Ich werde das jetzt hier im Schraubstock abkanten. Kann man auch auf der Kantbank machen, aber dafür müsste ich auch eine Kantbank haben. Die habe ich leider nicht. Ja, so sieht das Blech, welches ich gebaut habe, jetzt aus. Das hat die Abkantungen, so wie das alte Blech. Und das Loch ist auch ungefähr in der Position. Das stimmt ganz gut. Ich werde das jetzt mal am Auto mir anschauen, ob das Ganze auch so hinhaut, was ich mir gedacht habe. Das Blech ist jetzt soweit vorbereitet, dass man es einschweißen kann. Ich möchte allerdings die Halterung für den Motor auch schon direkt damit verbinden, dass man die auf der Werkbank einschweißen kann und nicht im Auto. Das wäre natürlich viel besser. Ich muss aber gucken, ob man das dann von innen noch da durchbekommt. Das werde ich jetzt mal mit 2 Punkten festmachen und dann gucken, ob man das von innen angesetzt bekommt.